Willkommen bei der Kidsbox. Wir stellen heute mit euch Badesalz selber her. Das geht ziemlich easy. Wie? Seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Für unser Badesalz brauchen wir Salz. Wir haben hier Totes Meersalz. Das kriegt ihr eigentlich in jedem Drogeriemarkt. Kostet so um die 1,50 bis 2 Euro rum. Schüssel und Löffel, um das Ganze zu mixen. Ein ätherisches Öl. Duft nach Belieben. Hier darauf bitte ganz unbedingt achten, dass das keine allergischen Reaktionen hervorlösen kann bei der Haut. Könnte sehr unangenehm werden, steht aber auch drauf. Lebensmittelfarbe, ob es so flüssige ist oder diese ganz klassische, die ihr überall kriegt, ist eigentlich relativ egal. Und, dass das Ganze noch ein bisschen schöner wird, haben wir einmal Rosenblüten und Kornblumenblüten. Einfach um dem noch so ein bisschen einen Touch zu geben. Natürlich nicht zu vergessen ist ein schönes Glas, ein dekoratives. Wir haben hier das Wegglas genommen. Erstens, weil wir es von der Form ganz cool finden. Zweitens, weil wir es luftdicht verschließen können. Und drittens, wir hatten es gerade da. Nun teilen wir unser Salz in unsere 2 Behälter auf. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich machen, sind ein paar Tropfen Duftöl rein und jeweils unsere Farbe. Wir haben uns für 2 Farben entschieden, weil wir das Ganze ein bisschen stapeln wollen, dass es noch ein bisschen besser aussieht. Ihr seht es aber nachher. Wir haben uns übrigens für Lebkuchenduft entschieden. So, wir haben gemischt. Wir werden nun noch ein paar Blütenblätter reingeben, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Jetzt heißt es wieder mischen. Schauen wir mal den Mix an. Und nun können wir auch schon abfüllen. Ich dachte, dass wir das Ganze so ein bisschen gestapelt abfüllen. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Und so schnell könnt ihr aus Meeressalz oder Totem Meersalz Badezusätze herstellen. Ich finde es echt cool. Der Kreativität sind da echt keine Grenzen gesetzt. Bei den Düften, wie gesagt, bitte achtet darauf, dass es nicht Hautreizungen auslösen kann. Und bei den Farbstoffen, die ihr dazu gebt, testet es vorher mal. Es gibt ein paar Lebensmittelfarben, die färben nicht nur das Wasser, sondern eben auch die Keramik der Badewanne. Und das kann ziemlich ärgerlich im Nachhinein sein. Und damit das Ganze macht zum Muttertag, zum Valentinstag, zum Weihnachten, zu was weiß ich was. Die Dinger sind super schnell hergestellt und machen einiges her. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.